Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. In diesem Video geht es um den immer noch ungeklärten Mord an der damals 30-jährigen Annegret W. aus Berlin-Neukölln. Die Tat geschah am 18. September 1987. In einem Artikel der BZ Berlin berichtet die Mutter zuerst einmal über Annegret. Annegret wurde 1957 in Dortmund geboren. Die Familie lebte in einem Zweifamilienhaus in Dorstfeld. Als Annegret 13 war, zog die Familie nach Berlin und lebte in Wannsee. Es war eine schöne Zeit, erinnerte sich die Mutter. Und Annegret war ein glückliches Kind, sammelte Steiftiere, lachte und tanzte gerne. Dann begann sie eine Lehre als Verkäuferin und fand eine Stelle im berühmten KaDeWe. Und dort hat sie dann ihren späteren Mann kennengelernt. Sie heiraten und bekommen 3 Kinder. Die Familie war für Annegret immer wichtig. Ihr Ein und Alles, erzählte die Mutter. Zwischenzeitlich hatte Anne eine Stelle bei der BFA als Angestellte angetreten. Doch dann ging die Ehe in die Brüche. Warum, weiß die Mutter nicht. Annegret hat dann einen neuen Lebensgefährten gefunden und zog mit ihren Kindern nach Neukölln. Sie hatte eine schöne große Wohnung in der Innenstraße. So, das war die Schilderung der Mutter zu Annegret und jetzt kommen wir dann zu den anderen Artikeln. Und zwar wird Annegret insgesamt also mehrfach anders beschrieben. In anderen Artikeln heißt es dann wie folgt: Sie wohnte seit 1987 in der Innenstraße. Also muss sie relativ kurz, sagen wir mal, vor ihrem Tod in diese Innenstraße gezogen sein. Dort wird dann berichtet, dass sie 2 Kinder hat, Sozialhilfe bezieht und Bekannte schildern sie als kein Kind von Traurigkeit, freizügig und auf sexuelle Abenteuer aus. Die Beziehung zum Lebensgefährten harmonisch. Und er wusste auch, dass sie Lust auf sexuelle Abenteuer hatte, so der Richter. Und in einem Podcast zu dem Fall wird sie dann als normale Hausfrau beschrieben. Also eine sehr unterschiedliche Darstellung ihrer Lebensweise. Damit ihr euch dann selber da mal einen Blick oder Überblick drüber verschaffen könnt, habe ich sämtliche Artikel einmal in der Beschreibung als Link hinterlegt. Aber machen wir weiter. Am Vormittag des 18. September klingelte der Mörder. Das muss so zwischen 10:30 Uhr und 13:15 Uhr gewesen sein, laut einem Artikel. Sie ist mit Christian, ihrem 2-jährigen Sohn, gegen 10:30 Uhr alleine in der Wohnung. In einem anderen Artikel heißt es auch, dass der Sohn 2,5 Jahre ist. Also, dann hat jemand, vermutlich der Mörder, an der Tür geklingelt. Das Kind sitzt dann vorm Fernseher und die Mutter und der Besuch trinken dann zusammen Bier. Und als der Junge dann ins Schlafzimmer kommt, liegt die Mutter regungslos auf dem Bett, stranguliert mit einem weißen Pullover, die Ärmel tief im Rachen. Und außerdem hat er der bereits Verstorbenen ein Küchenmesser in Hals und Brust gerammt. Aus ihrem Portemonnaie fehlt Geld. Das Kind, also der 2-jährige Sohn, zieht das Messer raus und wäscht es ab, legt sich zur Mutter ins Bett und wartet, bis der 6-jährige Bruder aus der Schule kommt. Danach hat der 2-jährige gesagt, Onkel Degake hat Messer in Hals von Mama gemacht. Als die Mutter gefunden wird, trägt sie nur noch einen Slip. Im Mund der Toten waren Sperma und an ihren Händen Fesselspuren. Das Sperma war höchstens 5 Stunden alt. Es war Blutgruppe 0. In diesem Fall wurde dann ein Verdächtiger gefunden, der auch vor Gericht gestellt wurde. Der Angeklagte hat aber die Blutgruppe AB. Und wenn der letzte Sexualpartner der Mörder von Annegret W. war, kann es der Angeklagte bzw. der Verdächtige Klaus R. nicht gewesen sein. Ihr Lebenspartner hatte Blutgruppe 0, aber dieser hatte auch ein Alibi. Also blieb in dem Fall nur der große Unbekannte.
Und Zeugen wollen damals einen Mann mit hellblondem, welligem Haar gesehen haben, der das Haus verließ. Aber kommen wir nochmal zur Auffindesituation. Neben Annegret saß ihr jüngster Sohn, zum Tatzeitpunkt, also in dem Artikel steht es dann, 2,5 Jahre alt. Er hatte die Tat gesehen. Er hätte der Polizei sagen können, wer sie begangen hat. Doch der Kleine sagt nur, Mann, Messer reingemacht. Viel Blut, Mama tot, und den Täter bezeichnete er immer wieder als Onkel Degake. Die Kriminalisten wenden sich an Udo Schelling. 3 Tage nach der Tat versuchte der Psychologe, dem Kind spielerisch Anreize zu geben, etwas von seinem Wissen preiszugeben. Ich habe versucht, das Kind zu lesen, berichtete er. Projektive Tatsituation nennt man das. Man geht in die Situation und schaut, was das Kind wiederholt. Die Erinnerungsmöglichkeit eines Kindes ist gering. Es hat der Polizei aus dem Frischgedächtnis erzählt. Auffällig fand der Psychologe den Umgang des Kindes mit einem Kuscheltier. Er hat das Kuscheltier geküsst, dann hat er es geschlagen, gebissen und gewürgt. Dann hat er es aufs Bett geworfen und mit einem Stift gestochen. Dabei war das Kind emotional sehr aufgewühlt. Die Annahme ist naheliegend, dass es mit dem Kuscheltier das Erlebte nachgespielt hat. Danach hatte der Zweijährige gesagt, Onkel Degake hat Messer in den Hals von Mama gemacht. Und trotz akribischer Ermittlungen musste die Kriminalpolizei den Fall 1991 als ungelöst beiseite legen. Das Hauskleid der Toten sowie ihr Pullover, ein Kopfkissen und das Küchenmesser, das ihr in ihrem Hals gesteckt und dort von ihrem jüngsten Sohn herausgezogen worden war, gelangte zu den Asservaten und die Akten wurden archiviert. Eine DNA-Spur führte dann die Berliner Cold-Case-Ermittler zu einem arbeitslosen Mann, der früher als Maler, Gerüstbauer und als Landschaftsgärtner gearbeitet hatte. Im Jahr 2015 hatten die Sonderermittler den Fall neu aufgenommen, in der Hoffnung auf die verbesserten Möglichkeiten der DNA-Analyse. Im November 2018 wurde Klaus R. verhaftet. Ein Mann, der niemals zuvor mit diesem Fall in Verbindung gebracht worden war. Sein Genmaterial war auf dem Hauskleid und auf dem Pullover der Toten gefunden worden. Nach Gewalttaten in den 1980er Jahren sei sein genetischer Fingerabdruck in der Datenbank des Bundeskriminalamtes gespeichert gewesen. Und im September 2019 wurde er von der 32. Strafkammer wegen Mordes verurteilt. Die Richter waren damals davon überzeugt, dass der tätowierte Klaus R. der Onkel Degake gewesen sein muss, der Onkel mit der Krake auf den Unterarmen. Doch der Bundesgerichtshof hob das Urteil wieder auf. Laut einem Artikel der Berliner Zeitung vom 9. Oktober 2020 ist Folgendes zu finden. Seit einem Monat nun vernimmt die 40. Strafkammer erneut die noch lebenden Zeugen und geht mit ihnen ihre alten Aussagen durch. Zu ihnen gehört Udo Schilling, aber auch Peter K., der Lebensgefährte des Opfers. Der bezeichnete Annegret als seine Perle, seine Prinzessin, seine große Liebe. Obwohl das Paar gemeinsam sexuell sehr offen war, habe es ihn betrübt, als er hinterher von der Mordkommission erfahren habe, dass sie doch nicht so lieb war, wie man dachte. So habe er etwa mitbekommen, dass Annegret im Auftrag ihrer Freundin Kontaktanzeigen in der BZ und im Neuköllner Wochenblatt geschaltet und beantwortet habe. Noch ein halbes Jahr nach der Tat hätten bei ihm zu Hause Männer angerufen und sich nach einer Petra oder Inge erkundigt. Die Nummer hätte ihnen ein Kumpel gegeben, behaupteten die Anrufer. Hat sie auf diesem Weg dann auch Klaus R. kennengelernt? Der Angeklagte spricht von einer Begegnung im Park, kurz vor dem Tod von Annegret, von einem Techtelmechtel ohne Sex. So sollen die Spuren an ihrem Hauskleid und an ihrem Pullover entstanden sein. Doch das Gutachten einer Expertin für DNA-Spuren belastet ihn schwer. Laut ihrer Expertise können die Spuren nur bei einer intensiven Berührung entstanden sein.
Ein Rechtsmediziner entkräftet zudem ein vermeintlich entlastendes Argument. Spermaspuren waren im Mund der Toten gefunden worden. Ihre Blutgruppe stammt eindeutig nicht mit der des Angeklagten überein. Der Rechtsmediziner bekundet nun, dass es sich dabei auf gar keinen Fall um das Sperma eines Alternativtäters handeln könne, da es zu einem Zeitpunkt zu der Toten gelangte, als diese nachweislich noch gelebt hatte. Klaus R. könnte der Täter gewesen sein. Doch war er der Mörder von Annegret oder ist die Tat als Totschlag zu bewerten? Dieses Delikt wäre mittlerweile verjährt. Lebenslang oder eine Verurteilung ohne Strafe. Das sind die wahrscheinlichsten Alternativen für das Gericht. Um den Angeklagten wegen Mordes zu verurteilen, müssten die Richter ein Mordmerkmal finden. Etwa Habgier, eine Verdeckungsabsicht oder niedere Beweggründe. Davon hatte den Richtern ein Mitgefangener berichtet. Klaus R. sei beleidigt gewesen, dass Annegret Geld für den Sex gefordert habe und habe sie deshalb getötet. Für ihre Entscheidung, egal wie sie ausfällt, müssen die Richter eine für den Bundesgerichtshof plausible Erklärung finden. In der Bild vom 21.01.21 ist dann Folgendes zu lesen. Der Berliner Bezirk Neukölln im Jahr 1987. Eine junge Mutter wird vor den Augen ihres 2-jährigen Sohnes ermordet. 31 Jahre laufen die Ermittlungen ins Leere. Dann die spektakuläre Wende. Bei der erneuten Untersuchung des Altfalls ploppt ein DNA-Treffer in der Verbrecherkartei auf. Der mutmaßliche Mörder wird 2019 zur Höchststrafe verurteilt. Doch nach 768 Tagen Haft kam Klaus R., mittlerweile 62 Jahre alt, am 21. Dezember 2020 völlig überraschend frei und bleibt es auch. Mehr als 33 Jahre nach dem Mord an der Berlinerin Annegret W. aus dem Bezirk Neukölln hat das Landgericht der Hauptstadt den Angeklagten in einem neu aufgelegten Prozess freigesprochen. Klaus R. ist erleichtert, OP-Maske im Gesicht, BVB-Strickmütze auf dem Kopf. Als freier Mann verlässt er das Gericht. Im Schlepptau die Ex und die Geliebte. Sie verstehen sich prächtig, alle sind glücklich. Der Freispruch mag viele enttäuschen, sagt der Richter. Für ein schreckliches Verbrechen wird nicht bezahlt. Ermittlungsarbeit für die Katz und alles nur, weil Richter zu dumm oder Weicheier sind. Das mag manchmal stimmen, nicht hier. Wir standen vor der Aufgabe, einen nicht Vorbestraften für eine 33 Jahre zurückliegende Tat zur lebenslangen Haft zu verurteilen oder freizusprechen. Aber es gibt Zweifel. Also scheint er dann damals, als er in die DNA-Kartei vom BKA gelandet ist, wohl irgendwie nicht verurteilt worden zu sein. Denn hier wird ganz klar gesagt, dass er nicht vorbestraft ist. Also auch da widersprechen sich so ein bisschen die Informationen. Es könnte durchaus sein, dass er mal als Verdächtiger irgendwo reingeraten ist, vielleicht wegen verschiedener Taten, deswegen diese DNA-Probe abgeben musste und diese dort noch gespeichert ist, aber er nicht verurteilt wurde. Frage stellt sich dann natürlich, wenn jemand nicht verurteilt wurde, also dann in dem Sinne wohl unschuldig ist, ob dann diese Daten auch in der Datenbank verbleiben dürfen. Das weiß ich jetzt leider im Moment nicht genau. Vielleicht hat ja jemand von euch Ahnung und kann das mal in die Kommentare schreiben. Dem 62-Jährigen, der rund 2 Jahre in Untersuchungshaft saß, wurde Haftentschädigung zugesprochen. Die Staatsanwaltschaft hatte erneut lebenslang gefordert. Denn für die Berliner Staatsanwaltschaft kommt aber auch weiterhin nur Klaus R. als Täter in Frage. Sie forderte lebenslange Haft und kündigte nach dem Urteil Rechtsmittel an. Der Staatsanwalt ging in seinem Plädoyer von einem Mord aus niederen Beweggründen aus, weil die zweifache Mutter, also hier wird erneut wieder nur von 2 Kindern gesprochen, die er über eine Anzeige kennengelernt habe, nach einigen Treffen Geld für Sex verlangt habe, sei er verärgert und wütend gewesen. Das Gericht schloss sich aber dem Antrag der Verteidiger an. Und dann gab es auf der Seite jura.cc noch folgende Erläuterung zum Freispruch.
Das Landgericht Berlin hat mit Urteil vom 21.01.2021 zum Aktenzeichen 540 KS 5 aus 20 mehr als 33 Jahre nach dem Mord an einer Frau vor den Augen ihres kleinen Sohnes den Angeklagten in einem neu aufgelegten Prozess freigesprochen, weil die Tat nicht zweifelsfrei bewiesen werden konnte. Aus der Pressemitteilung des KG Nummer 3 aus 2021 vom 21.01.2021 ergibt sich: Die Staatsanwaltschaft hatte dem heute 62-jährigen Klaus R. vorgeworfen, am 18.09.1987 die damals 30-jährige Annegret W. in ihrer Wohnung in Berlin-Neukölln vor den Augen ihres 2-jährigen Sohnes mit einem Pullover stranguliert zu haben. Der Angeklagte habe aus Verärgerung darüber gehandelt, dass die Geschädigte, eine Bekannte von ihm den Sexualverkehr verweigert bzw. diesen von einer Geldzahlung abhängig gemacht habe. Die 32. Große Strafkammer des Landgerichts Berlin hatte den Angeklagten in einem ersten Prozess am 17.09.2019 wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Auf die Revision des Angeklagten hin hatte der BGH mit Beschluss vom 10.06.2020 dieses Urteil aufgehoben und zur erneuten Entscheidung an eine andere Strafkammer des Landgerichts Berlin zurückverwiesen. Der BGH hatte in seinem Beschluss im Wesentlichen die Beweisführung in erster Instanz gerückt. Die Würdigung eines herangezogenen DNA-Gutachtens sei rechtsfehlerhaft gewesen. Die nun zuständige 40. Strafkammer ist nach der erneuten Hauptverhandlung zu dem Ergebnis gekommen, dass dem Angeklagten die Tat nicht mit der für sie für eine Verurteilung erforderliche Sicherheit nachzuweisen sei. Einige Indizien, darunter die aufgefundene DNA-Spur, hätten zwar auf den Angeklagten als Täter hingewiesen, letztlich sprechen aber vor allem im Mund der Getöteten aufgefundenen Spermaspuren gegen die Täterschaft des Angeklagten. Diese Spuren müssten am Morgen des Tattages in den Mund des Opfers gelangt sein, könnten aber forensisch betrachtet nicht vom Angeklagten stammen, weil dessen Blutgruppe mit den Spuren nicht übereinstimme. Angesichts dessen sei nicht auszuschließen, dass ein Dritter die Geschädigte getötet habe. Der Angeklagte wurde deshalb freigesprochen. Weil der Angeklagte vom November 2018 bis Dezember 2020 in dieser Sache in Untersuchungshaft gesessen hatte, wurde ihm nach dem Strafrechtsentschädigungsgesetz eine Haftentschädigung zugesprochen. Die Staatsanwaltschaft sowie die Vertreter der Nebenklage hatten eine lebenslange Freiheitsstrafe wegen Mordes aus niederen Beweggründen gefordert. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Es kann mit den Rechtsmitteln der Revision angefochten werden. So, allerdings habe ich zu einer Revision jetzt nichts mehr gefunden. Also anscheinend ist das damit dann abgeschlossen, dass der Verdächtige dann freigesprochen wurde. Ich will jetzt hier nicht zu lange rumspekulieren, aber einmal ist hier der Punkt, dass die ermordete Annegret W. Unterschiedlich beschrieben wird. Einmal als normale, solide Hausfrau, also von einer Nachbarin in einem Podcast, dann von der Mutter auch nicht irgendwie in eine bestimmte Richtung gesprochen wird, also da soll sie auch eine ganz normale Frau gewesen sein. Und andere Aussagen sind halt so, dass sie wohl gewissen Abenteuern nicht abgeneigt gewesen sei, hat wohl entweder für sich oder für Freundinnen Kontaktanzeigen aufgegeben und auch beantwortet und hatte wohl, wenn man es so bezeichnen will, auch eine offene Partnerschaft mit ihrem Lebensgefährten. Er, der vor Gericht stand, hatte wohl dann diese Kraken auf dem Arm tätowiert und deswegen vermutete man wohl auch, dass der Sohn dann ihn als Täter gesehen hat, weil er immer wieder sagte, Onkel Drake. Aber es stimmte halt eben diese Spermaspur im Mund der Getöteten nicht mit seiner Blutgruppe überein. Er hat ja nicht abgestritten, dass er das Opfer kannte. Und es wurden ja DNA-Spuren von ihm an seiner Kleidung gefunden. Aber ich gehe auch mal davon aus, dass die Spermaspuren im Mund
dann von dem Täter stammen. Und diese Spermaspuren hatten ja die gleiche Blutgruppe wie die des Lebensgefährten. Aber dieser hatte ja ein Alibi und ich vermute mal ganz stark, dass dieses Alibi dann seine Arbeit war. Also könnte man tatsächlich davon ausgehen, dass es dann der Unbekannte war, der sie dann getötet hat. Vielleicht war der Angeklagte tatsächlich an diesem Tag noch in der Wohnung bei Annegret W. Das ist ja durchaus möglich. Und dort hat der Sohn ihn dann gesehen und kannte ihn vielleicht auch, weil er schon öfter da war. Und ich meine, davon kann man fast ausgehen. Und deswegen hatte er ihm auch den Namen Onkel Drake gegeben. Vielleicht hat dieser dann kurz danach die Wohnung verlassen und es kam eine andere Person rein, die der Sohn vielleicht gar nicht mitbekommen hat oder gar nicht mehr in seinem Gedächtnis gespeichert hatte und war nur auf den Verdächtigen, so dass er diesen immer wieder als Täter genannt hat oder als vermeintlichen Täter. So, das war es dann einmal mit dem Fall. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu meint, was ihr davon haltet. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Ansonsten bedanke ich mich erstmal fürs Zuhören oder fürs Zuschauen, je nachdem wie ihr meinen Content konsumiert. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Tschüss.